Hallo Freunde der gepflegten Bastelei. Heute darf ich euch mal ein neues Material vorstellen, das Woroblast Crystal Art. Es ist ein durchsichtiges Granulat, was sich sehr schön verkneten lässt und man kann es zur Herstellung von Edelstein oder anderen beleuchteten durchsichtigen Sachen benutzen. Hier sieht man es aus der Nähe. Sieht ein bisschen aus wie kleine ungeschliffene Diamanten. Aktivierungstemperatur bei dem Material liegt so ungefähr bei 110 Grad. Ist jetzt natürlich um einiges höher, als man es bei anderen Thermoplasten gewohnt ist. Aber das Schöne daran ist, dass es sehr lange verformbar, also offen bleibt. Das heißt, man muss es erstmal mit Heißluft füllen, da es natürlich bei heißem Wasser nicht funktioniert. Erhitzen, aber wenn es dann schön weich ist, kann man es sehr, sehr lange verkneten und bearbeiten. Wenn man es einfärben möchte, ist es natürlich ein bisschen wärmer als beim Deco Art zum Beispiel. Da lohnt es sich schon mal, hier einfach die Handschuhe, die ihr zum Beispiel auch bei My Costumes bekommt, anzuziehen und dann nochmal Latex-Handschuhe drüber, wie in dem Fall. Dann bleibt auch nichts dran kleben und ihr könnt es ohne Probleme einfärben. Zum Einfärben könnt ihr ganz normal Acrylfarbe benutzen. Ich habe hier von Schminke eine lasierende Airbrush-Farbe benutzt und habe sie einfach ins Material reingeknetet. Vorteil ist hier, sie ist nicht ganz so deckend und das Licht kommt noch ein bisschen mehr raus, gerade wenn man sie dann nochmal beleuchten möchte. Hier hinter ist einfach nur weißes Papier geklebt zum Beispiel. Man könnte jetzt auch eine andere Farbe nehmen und hat dann nochmal hier einen Farbübergang, weil hier das Material dünner ist als in der Mitte. Man kann es natürlich auch komplett ausfüllen, aber dann hat man natürlich viel Materialverlust und das Ganze wird auch schwerer. Also es ist auch wesentlich leichter, als wenn man jetzt zum Beispiel mit E-Sarts arbeiten würde. Man kann das Crystal Art aber auch mit Iodide Poly einfärben. Hier habe ich zum Beispiel das Granulat direkt eingefärbt und habe das dann verformt. Ich habe es einfach in ein Metallsiebchen getan, dann halt ins Iodide Poly reingehalten und dann hat es die Farbe angenommen. Es ist ein sehr dunkles Blau, was man dann natürlich auch noch von hinten beleuchten kann. Man kann mit Glasmalfarbe genauso arbeiten. Und man kann mit Iodide Poly auch Farbübergänge machen. Das sieht man hier bei dem hier ganz gut. Oben ist es halt noch ganz klar, nach unten hin habe ich halt einen Farbübergang. Ich könnte jetzt oben wieder in eine andere Farbe reindippen und habe dann einen Farbübergang von einer in die andere Farbe. Manche haben das ja schon mal bei Rot und Gelb gesehen, für Flammen zum Beispiel. Geht also auch ohne Probleme, einfach vorsichtig immer ein Stückchen weiter rausziehen. Kann man aber auch nochmal ein Video zu machen, falls Interesse besteht. Hier ist es einmal uneingefärbt, klar. Jetzt mal hier vor, da sieht man ganz gut, wie durchsichtig das ist. Also man kann hier auch mit Nagellack arbeiten und dann wie bei gegossenen Steinen den Effekt herstellen, dass halt hinten schön dieser Glanz drauf ist. Hier haben wir zum Beispiel mal einen komplett vollen Stein, den ich komplett ausgefüllt habe. Kann man auch so von hinten anmalen, wie gehabt, oder beleuchten. Aber natürlich mehr Sinn macht es, wenn man sich ein bisschen Material spart, hinten einfach mit dem Daumen ein bisschen mehr reindrückt und dann eine kleine Kerbe da drin hat. Dann kann man es auch noch bemalen, wie man möchte, und beleuchten. Aber man hat natürlich ordentlich Gewicht und Material gespart. Ich habe einfach eine Form erstellt mit Silikon. Kennen vielleicht einige schon, 2 Komponenten Silikon von PBO, kann man einfach zusammenkneten, bis es eine Farbe ergibt und eine Abformung machen. Ist bis 230 Grad hitzebeständig, also auch gar kein Problem, das zu benutzen. Und dann einfach das Material warm machen, reindrücken und abkühlen lassen. So hat man einen ganz normalen Stein ungefähr in 10 Minuten hergestellt. Ist natürlich wesentlich schneller als mit E-Sarts zum Beispiel, wo man 24 Stunden immer warten muss. Hier habe ich auch mal einen Totenkopf abgeformt, in der altbewährten Silikon-Eiswürfelform, die ich auch schon fürs Deco Art benutzt habe. Glitzer kann man auch gut einkneten ins Crystal Art. Das hat auch einen schönen Effekt. Es klebt auch mit den anderen Thermoplasten zusammen, wie man es auch hier bei dem Stein sieht. Da habe ich die Fassung außenrum mit Black Art gemacht, auf der Rückseite ist Meshed Art. Hier habe ich auch das mit Glitzer versetzte Crystal Art mit dem Black Art zusammengemischt.
Hier habe ich für Halloween zum Beispiel auch mal 2 Hörner gemacht. Schön mit dem Deko Art an meinen Kopf angepasst. Dann das Crystal Art mit reingearbeitet und LEDs. Da habe ich so ein LED-Strip genommen, auf 3 cm abgeschnitten und dann mit reingearbeitet. Das kann man dann auch super mit Latexmilch am Kopf dann wieder ankleben und einschminken. Das Schöne ist, ihr müsst das ganze Hörnchen nicht auf einmal arbeiten. Da das Crystal Art ja auch gut mit sich selbst zusammenklebt, könnt ihr einfach anfangen zu arbeiten und modelliert den Rest einfach dran. Hier wie bei dem Einhornhörnchen, was ich jetzt mal einblende, kann man das gut sehen. Da habe ich einfach innen drin Transparart genommen, rund geformt wie ein Hörnchen und dann außenrum das Crystal Art modelliert. Und das Schöne beim Crystal Art ist auch, dass es ein bisschen flexibel. Das heißt, wenn mir mal einer gegenschlägt oder gegenläuft, passiert nicht direkt was. Ich werde euch mal zeigen, wie ich den hier gemacht habe. Da habe ich mir auch aus Silikon eine Form gemacht, habe eine Kerze genommen, habe die dann da reingedrückt. Dann hat man ja im Prinzip schon die Form von so einem Edelstein. Jetzt müssen wir es natürlich irgendwie erhitzen mit dem Heißluftföhn, ohne dass uns das Granulat um die Ohren fliegt. Ich bastel da aus dem Backpapier eine kleine Form. Man kann aber auch eine Silikonform zum Beispiel nehmen. Metall würde ich nicht unbedingt benutzen, weil da drin bleibt es ganz gerne kleben und aus dem Silikon oder vom Backpapier kriegt man es aber gut wieder ab. Ihr reißt euch einfach ein Stück vom Backpapier ab und fangt an, die Ränder einzuklappen. Manche kennen das vom Backen her, ansonsten seht ihr ja, wie es gemacht wird. Einfach immer weiter nach innen drehen. So sieht das Ganze am Ende aus. Ist nicht schön, aber funktional. Dann füllen wir ein bisschen Granulat ein. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt erst die Form nehmen, füllt ein bisschen Granulat rein, bis sie gefüllt ist, dann wisst ihr ungefähr, wie viel ihr braucht für die Form. Ich mache jetzt einfach mal eine größere Menge. Legt euch alles zurecht, was ihr dafür braucht. Wasser hinstellen, Heißluft füllen, die Form. Ein Stift oder etwas anderes Rundes, um es hinterher glatt zu ziehen. Ihr müsst nicht unbedingt mit Handschuhen arbeiten. Meine Hände sehen ein bisschen geschunden aus, deswegen habe ich jetzt welche an, aber ich arbeite sonst auch ohne Handschuhe. Aber gerade wenn man ein bisschen empfindlich ist, wie gesagt, entweder Latex-Handschuhe so anziehen oder noch die anderen Handschuhe drunter, ist gar kein Problem. Und dann machen wir es langsam warm. Gut ist, wenn man einen Heißluftföhn hat, den man einstellen kann. So 150 Grad reichen eigentlich, dauert dann ein bisschen länger. Ich stelle jetzt meinen auf 350 ein, weil viele nur einen Heißluftföhn mit 2 Stufen haben und die erste Stufe ist meistens 350 Grad. Wir lassen erstmal einen etwas größeren Abstand, ungefähr so, damit das Granulat erstmal ein bisschen weich wird und zusammenpappt. Später, wenn man merkt, es fliegt nicht mehr durch die Gegend, kann man auch näher dran gehen mit dem Heißluftföhn, ist dann auch kein Problem. Aber erstmal ein bisschen mehr Abstand lassen. Man sieht dann langsam, wie das Granulat ein bisschen klarer wird. Das ist dann halt, weil es im Eimer ist zum Beispiel, ist die Oberfläche ein bisschen rauer. Aber man sieht dann, dass es ein bisschen durchsichtiger wird. So ein bisschen auch wie das Deko Art, wenn es aktiviert wurde. Und dann kann man es einfach aus dem Backpapier rauslösen. Hier natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe gerade noch den Handschuh auch selbst auch nochmal angefeuchtet. Und dann kann man das Ganze ein bisschen verkneten. Ich rolle das ein bisschen länger zu einer Wurst. Und die mache ich auch wieder zusammen zu einer Kugel, damit man ein bisschen die Überlappungen weggeknetet bekommt. Um Luftbläschen zu vermeiden, rolle ich es von einer Seite auf zusammen. Und gucke, dass ich die Ränder dabei auch auseinander drücke. Dann das Ganze wieder schön rollen. Dann kann man sie in die Form reindrücken. So, jetzt gehen wir hinten mit dem Stift oder dem Rollholz drüber.
Warum machen wir das? Ist ein bisschen wie bei dem Transparat, wenn man eine raue Oberfläche hat und die abformt, hat man eine andere Lichtbrechung und es wirkt milchig. Deswegen machen wir die Oberfläche schön glatt und dann haben wir auch einen schönen durchsichtigen Stein hinterher. Was wir auch noch machen können, sollte es ein bisschen matt werden, funktioniert auch beim Transparat mit einem Brûlée-Brenner oder mit einem Sturmfeuerzeug, einfach kurz über die Oberfläche drüber gehen. Das machen wir auch gleich noch bei dem Stein, wenn wir ihn rausgelöst haben, da das Silikon so ein bisschen matte Oberfläche hinterlässt, gehen wir da einmal mit dem Brenner noch drüber und dann haben wir es richtig schön spiegelglatt. So, direkt einfärben mit Acrylfarbe, wie gesagt, auch kein Problem. Ich nehme jetzt hier mal Körperfarbe von Kiyomi. Wenn wir merken, es wird langsam fest, einfach ein bisschen breit ziehen, dann müssen wir nicht so lange mit der Hitze drauf halten, bis es innen drin auch wieder aktiv wird. Und dann haben wir irgendwann eine gleichmäßige Färbung im Material. Unseren rot eingefärbten Stein von gerade mit der Körperfarbe. Kann sich natürlich auch Schuppen draus machen, klebt so auch schon ganz gut. Auch hier wieder ein bisschen matt von der Oberfläche. Kurz mit dem Brenner drüber gehen. Und schon glänzt die ganze Sache. Manchmal muss man noch mal das Stück rausnehmen, noch mal kurz erwärmen und reindrücken, weil man die Spitze gut abgeformt haben will. Wenn man ein bisschen benutzt und abgestumpft haben möchte, dann drückt man es rein, guckt mal und dann ist die Spitze meistens noch so ein bisschen rund. Dann einfach noch mal kurz mit dem Heißluftföhn drüber gehen, noch mal reindrücken und es wird richtig schön spitz. So, das war es jetzt von mir zum Thema Warblers Crystal Art. Ich hoffe, ich konnte euch soweit eine schöne Einführung geben. Wenn ihr Fragen habt, natürlich einfach unter dem Video kommentieren. Wird in der nächsten Zeit noch mehr Videos dazu geben, gerade auch mit dem Einfärben mit Iodide-Poly und so weiter und wie das Hörnchen gemacht wurde oder die Steine fürs Kostüm, die blau eingefärbten. Also stay tuned.